Liebe Zuschauer, wir setzen unser Programm fort mit der Sendung Der Schwarze Kanal. Karl Eduard von Schnitzler gab ihr den Titel Liebe deinen Nächsten. Sie sehen eine Aufzeichnung von gestern Abend. Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Dieser Tage kam mir eine Dokumentation des Kölner Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik auf den Tisch. Sie war vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in der BRD in Auftrag gegeben worden und beschreibt aufgrund von Fragebögen die Erfahrungen der Mitarbeiter diakonischer Einrichtungen mit der neuen Armut. Ein Satz fiel mir besonders auf und bestürzte mich. Auffallend nämlich sei die wachsende Gleichgültigkeit und eine ablehnende Haltung großer Teile der Bevölkerung gegenüber in Not geratenen Mitbürgern. Am letzten Sonntag um die Mittagszeit herum sah und hörte ich dann im BRD-Fernsehen eine schlimme Bestätigung dieser Feststellung. Und beim Suchen im Archiv fand ich dann noch mehr Beispiele. Dass die Lage den Wert eines Grundstücks bestimmt, ist eine Binsenweisheit. Wohnungsdichte, Verkehrslärm, Landschaft, eine Reihe von Einzelfaktoren spielen da eine Rolle und nun plötzlich auch die Bewohner des Nachbarhauses. Die Ahrensburger Idylle steht Kopf. Die Kleinstadt nordöstlich von Hamburg war immer stolz auf ihr soziales Engagement. Schon 1596 ließ Graf Rantzau für betagte Bedienstete die sogenannten Gottesbuden erbauen. Ende der Idylle. Unweit der Gottesbuden entstehen Wohnungen für 9 Behinderte. Dazu ein integrierter Kindergarten für behinderte und nicht behinderte Kinder. Diese Nachbarschaft aber empfand eine Anliegerin als Wertminderung ihres Grundstücks. Sie forderte 150.000 Mark als Entschädigung. Entschädigung, weil in der Nachbarschaft Behinderte eine Unterkunft erhalten sollten? Kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder ganz einfach Menschlichkeit. Hört man das nicht dort fortwährend? Und nun die Wertminderung eines Grundstücks durch die Nachbarschaft behinderter Kinder. Und sie wird auf 150.000 D-Mark beziffert. Per Gerichtsentscheid erwirkte sie einen Baustopp und bekam die geforderte Summe. Die haben nicht wir gezahlt, sondern ein anonymer Geldgeber, der uns die Summe zur Verfügung gestellt hat, mit der Maßgabe, sie an die Klägerin weiterzugeben als Wertausgleich. Wir hätten eine Wertminderung niemals anerkannt, weil wir nicht der Meinung sind, dass die Tatsache, dass Behinderte nebenan wohnen, ein Grundstück im Wert mindert. Sie befürchten, aus den 7 Wohnungen und dem integrierten Kindergarten entstünde ein überregionales Behindertenzentrum. Und sowas in ihrer beschaulich ordentlichen Sackgasse. Nun wird ja argumentiert, dass es für die umliegenden Grundstücke eine Wertminderung gibt. Wie stehen Sie denn dazu? Ja, das hat die Lebenshilfe ja selbst zugegeben, indem sie das Geld gezahlt hat an die Anliegerin und dann auch gesagt hat, ja, es tut uns leid, dass wir hier sind. Wir bezahlen euch auch das Geld, weil ihr eben jetzt mindere Grundstücke habt, nicht? Und dann hat sie erwartet, dass alle anderen Anlieger das schlucken, dass die sagen, ja gut, prima, wir wohnen hier und wir haben jetzt auch ein Grundstück, das weniger wert ist. Der merkwürdige Deal sprach sich schnell in der Nachbarschaft herum. Jetzt klagen noch weitere 9 Anwohner gegen die Behindertenwohnungen. Wie sie betonen, nicht wegen des Geldes. Das ist ja ein reines Wohngebiet hier und da sind ja soziale Einrichtungen nicht vorgesehen, laut Bundesbaugesetz. Ja. Dieser Fall wirft, meine ich, mehrere Fragen auf. Im Grundgesetz der Bonner Verfassung steht Eigentum verpflichtet. Ist die Wohnung eine Ware wie andere Waren auch? Wie steht es mit dem Menschenrecht auf Wohnen? Was ist mehr wert, ein Haus oder das Menschenleben? Kann man den Wert von Wohnungen gegen den Wert von Behinderten aufrechnen? Wie weit ist es von diesem Standort zum lebensunwerten Leben? Das haben wir ja auch schon mal gehabt. Wie viel kann man sich auszahlen lassen, wenn Minderwertige den Wert meines Hauses mindern? Es gab einen Baustopp sowohl für den Kindergarten als auch für die Wohnung. Und es war nicht abzusehen, wann der aufgehoben würde. Wir hätten den Rechtsstreit bis zum Ende durchführen müssen, denn dies waren einstweilige Verfügungen. Und es wurde gesagt,
endgültige Entscheidung, endgültige Klarheit kann erst das Hauptverfahren bringen. Aber unser Rechtsanwalt sagte uns, wenn dieser Rechtsstreit in allen Instanzen durchgefochten wird, dann dauert das etwa 3 Jahre. Über den Streit um den Bebauungsplan in der Ahrensburger Lohkoppel hat jetzt das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zu befinden. In einem ähnlichen Fall entschied das Münsteraner OVG übrigens für die Behinderten und gegen eine Wertminderung. Nun, das ist gut zu wissen. Das bewahrt einen vor unzulässigen Verallgemeinerungen. Aber zunächst waren da einmal Richter, die für den Wert von Häusern und gegen den Wert von Behinderten entschieden haben. Zunächst einmal gibt es dort Menschen, die sich durch behinderte Mitmenschen belästigt fühlen und ihr Haus als wertgemindert empfinden und Entschädigung verlangen. Wer hat sie dazu gebracht? Nächstes Beispiel der Nächstenliebe, Nummer 2. Der Stellenmarkt einer Zeitung von heute, ein Dokument der Ausländerfeindlichkeit. Alles, was hier gelb markiert ist, das sind Stellenangebote ausdrücklich nur für Deutsche. Man liest: Deutsche Reinigungsfrauen für OP-Reinigung nähe S-Bahnhof Zehlendorf gesucht. Oder junger Lagerarbeiter, Klammer auf, nur Deutscher, Klammer zu. Hilfskräfte gesucht für leichte und saubere Arbeit, nur Deutsch. Wir haben mit einigen Arbeitgebern gesprochen, die hier annonciert haben, aber keiner war bereit, vor der Kamera zu erklären, warum er nur Deutsche einstellen will. Man war noch nicht einmal bereit, das Gespräch aufzeichnen zu lassen. Der DGB Berlin hat heute ein Rechtsgutachten vorgestellt. Es bewertet juristisch die Stellenannoncen, durch die Ausländer diskriminiert und von Bewerbungen ausgeschlossen werden. Ergebnis: Die Anzeigen verstoßen zwar gegen völkerrechtliche Regelungen und die Wertordnung des Grundgesetzes, aber eine Handhabe dagegen gibt es nicht. Trotzdem bleibt die Gewerkschaft dran. Und wir appellieren natürlich an die Zeitungen, die ja im Rahmen ihrer Absprache eigene Regeln erstellt haben, solche Anzeigen künftig nicht mehr zu veröffentlichen. Die Berliner Blätter wollen natürlich nicht in den Verdacht geraten, ausländerfeindlich zu sein. Die zweite Hand, zum Beispiel, die kostenlose Anzeigen druckt, versucht solche Annoncen fernzuhalten, auch wenn manchmal eine durchrutscht. Beim Tagesspiegel versicherte man uns, dass so eine Anzeige nicht ins Blatt käme. Und wie verhält es sich bei der BZ? Der Anzeigenleiter der BZ sagte mir heute Nachmittag, dass man diskriminierende Zusätze wie keine Ausländer oder keine Türken ohnehin nicht druckt. Nun will man darüber nachdenken, ob man das Wort Deutsch nicht auch rausnimmt. Allerdings wird sich bis morgen aus organisatorischen Gründen noch nichts ändern. Aber zunächst mal wollte man nur Deutsche, keine Ausländer. Für Hunde und Juden Eintritt verboten. Nein, so nicht. Aber nach den wertmindernden Behinderten nun Ausländerfeindlichkeit. Natürlich darf man auch hier wiederum nicht verallgemeinern. Sicher ist die Mehrheit der Bevölkerung anderen Sinnes. Aber man soll ja bekanntlich schon den Anfängen wehren. Und sind es Anfänge? Und sind es individuelle Entgleisungen? Hat solcher Art Menschenfeindlichkeit nicht gesellschaftliche Ursachen? Da entnehme ich ausgerechnet der Bild-Zeitung am 24. September folgende aufhebenswerte Meldung. In Frankfurt am Main hat ein Transportunternehmer einen seiner Kraftfahrer fristlos gefeuert, weil dieser mit einem defekten 22 Tonnen Betonmischer nicht durch die Stadt fahren wollte. Der Brummifahrer Josef Horn: Die Lenkung hatte zu viel Spiel, die Sicherung der Feststellbremse war kaputt, ein Reifendefekt und die TÜV-Kontrolle seit 3 Monaten überfällig. Das Arbeitsgericht bestätigte den Rauswurf. Das war Arbeitsverweigerung. Ja, und das kurz nach dem schrecklichen Tanklasterunglück von Herborn. Skrupellose Gefährdung von Menschenleben und Bestrafung eines Mannes, der Verantwortungsbewusstsein zeigt oder auch Nächstenliebe. Wollte da nicht ein Unternehmer auf Kosten seiner Mitmenschen profitieren? Wäre es schiefgegangen, wäre natürlich der Kraftfahrer schuld gewesen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, noch einmal an der Ware Wohnung demonstriert. Mietschulden, Räumungsklage, Zwangsräumung, Notunterkunft. Diesen Weg muss in der Bundesrepublik eine wachsende Zahl von Menschen gehen. Nicht nur soziale Randgruppen, sondern immer öfter auch sogenannte Durchschnittsbürger, wie die folgende Reportage zeigt. München. Nach Meinung der meisten Bundesbürger die Großstadt mit der höchsten Lebensqualität. Nicht für alle ihre Einwohner. Denn wegen des hohen Mietniveaus zeigt sich hier eine bundesweite Tendenz in besonders krasser Form.
der Anstieg der Obdachlosigkeit. Vor knapp 5,5 Jahren nach dem Tod ihres Mannes zog Frau Bladel mit 3 ihrer 4 Kinder in die 89 Quadratmeter große Sozialwohnung. Damals betrug die Miete 608 Mark. Inzwischen sind es 1012 Mark. 1,5 Monatsmieten war sie bei ihrer fristlosen Kündigung im Rückstand. Mit dem heutigen Tag haben sich ihre Schulden vervielfacht. Denn außer den Mieten muss sie dem Vermieter die Kosten für die Renovierung und vor allem 5.000 Mark für die Räumung zurückerstatten. Die Kinder von Frau Bladel sind gerade in der Schule. Mit ihnen zusammen wird sie zunächst Unterschlupf bei einem Bekannten finden. Eine Notlösung. Wie es weitergehen soll, ist ungewiss. Die Arbeiterwohlfahrt hat heute neue Rekordzahlen auf den Tisch gelegt, und zwar im negativen Sinn. In der Bundesrepublik sind derzeit fast 3 Millionen Menschen auf Sozialhilfe angewiesen, darunter 500.000 ältere Bürger. 150.000 von ihnen sind in solchen Heimen der Arbeiterwohlfahrt untergebracht. Seit der Wende geht es sozialpolitisch bergab. Dies ist zu belegen dadurch, dass die Massenarbeitslosigkeit zementiert wurde, dass neue soziale Armut geschaffen wurde, dass wir eine gigantische Umverteilung von unten nach oben erleben und jetzt noch verstärkt durch die Steuerreform erleben werden, dass soziale Missstände, zum Beispiel die Einführung einer Pflegeversicherung, nicht aufgegriffen wurde. Der Wohnungsbau ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und auf dem Wohnungsmarkt droht jetzt die Zweiklassengesellschaft wie schon auf dem Arbeitsmarkt. Also die, die haben und die, die nicht haben. Probleme gibt es vor allem in den Ballungsräumen. Für kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Schwerbehinderte, Alte und Ausländer wird es dann keinen Wohnraum mehr geben, den sie sich auch leisten können. Da tickt eine Zeitbombe, so sagt man, weil diese Problemgruppen auch noch wachsen. Wir möchten Ihnen Menschen zeigen, die eigentlich nicht gern gesehen sind. Bürger wenden sich ab, Behörden haben stets ihre Probleme. Eine nach unseren Informationen einzige Stadt lässt sie leben, so wie sie wollen. Obdachlosen haben ein, wenn auch ungewöhnliches Zuhause in Offenbach. Freies Gelände, der Main nicht weit, verwildertes Grünland der Stadt Offenbach. Und mittendrin ein wildes Siedlungsgebiet. So nennt man das amtlich. Eigentlich der Schrecken jeder städtischen Sozialbehörde. Seit 58. Hier auf diesem Platz, ja? Ja. Seit 58. Wie in Kaiserlei. Ja, wohnen Sie da schon immer hier in dieser Hütte hier? Oder haben Sie da ein Haus gemacht? Immer hier. Immer in diesem... Ja. Und meine Frau, also meine Lebensgefährtin, kann man so sagen. Die guckt schon drauf, dass alles sauber ist. Sie haben reingeguckt, er kann auch reingucken. Dass hier draußen ein bisschen... Fast 30 Jahre also haust er hier am Kaiserler Kreisel, an den Betonbändern der Autobahn. Gleich nach dem Krieg wurde da schon wild gesiedelt. Inzwischen hat sich eine zweite Generation niedergelassen. Sie darf so leben, weil es die Stadt Offenbach so hinnimmt, duldet, erlaubt. Ja, also wir haben kein fließend Wasser, wir haben keinen Strom. Aber das ist nicht schlimm, da haben wir ja Kerze, Wasser haben wir in Kanister. Ja. Und das Sozialamt hat uns schon viel geholfen. Ein Sozialarbeiter spricht von Resozialisierung durch freies Leben. Umso unverständlicher ist ihnen dann die Realität. Als sie eine Wohnung hätten kriegen können, war der kleine Hund einem Hausbesitzer offenbar zu groß. Ja, bis unser... Ja, wegen 2 Zentimeter. Und die haben aber da unten in der Wohnung, Berliner Straße 290, die haben Bernhardiner. Da wohnen Nutten, Zuhälter. Die haben Bälle, können sie ruhig aufnehmen. Steht sie hier, 2 Grad. Bernhardiner. Die dürfen die Hunde behalten? Ja, wegen 2 Zentimeter, der kleine Kerl da. Und weggeben wollen Sie den Hund auch nicht? Ne? Nein. Dann bleiben Sie lieber hier? Ja, aber garantiert. Und irgendwann wird bei den Kaiserler Leuten doch das deutlich, was sie an heimlicher Sehnsucht wohl im Herzen haben. Einen, im wahrsten Sinne des Wortes, festen Wohnsitz. Einen festen Platz, um zu leben.
Ja, ein fester Platz, um zu leben. Und der Hausbesitzer mit seinem Bernardiner, er bestimmt, wie groß der Hund sein darf, an dem sein Mieter hängt. 2 Zentimeter zu groß, keine Wohnung. Obdachlose oder Arbeitslose oder Minderwertige oder Undeutsche. Nächstenliebe, Menschenrecht. Man beruft sich doch dort immer auf ein christliches Abendland. Aber irgendwie scheinen Menschenliebe und Profitwirtschaft nicht auf einen Nenner zu bringen zu sein. Meine Zuschauerinnen und Zuschauer, erinnern Sie sich an den Fernsehausschnitt, den ich am vorigen Montag zitierte, als ein aus unserer Republik geflüchteter, nunmehr Arbeitsloser, über zwischenmenschliche Beziehungen hüben und drüben sprach. Und dass es nicht nur um den Umgang mit armen, kranken, sozial Schwachen geht, davon sind ja die Medien drüben zurzeit seit Wochen voll. Im Juni 1983 kam Frank nach West-Berlin. Bruder Mike blieb in Fürstenwalde zurück, hatte trotz der Freunde Sehnsucht nach Frank. Ein Jahr später, 18-jährig, reiste Mike aus. Es ist so, dass die Freiheit der Menschen hier, dass sie eben alles machen und tun können, was sie wollen. Und dadurch entstehen viele, viele Zwiespälte. Die Menschen untereinander werden wie Kampfhähne. Also sie bekämpfen sich einander, und die Liebe, die Freundschaft, die Werte, die für mich die große Rolle spielen, die sind hier so verkümmert, so klein. Sie existieren so gut wie gar nicht. Gibt es sie denn in der DDR? In der DDR hat man eine stärkere Bindung unter den Menschen. Die zwischenmenschliche Beziehung ist besser, weil es erstmal das Geld nicht diese große Rolle spielt, die Menschen nicht diese Existenzangst haben, und auf der anderen Seite sind die zwischenmenschlichen Beziehungen einfach besser. Ist zu beobachten, oder jedenfalls ich beobachte es auch, dass der Machterwerb und der Machterhalt bei vielen und aus allen politischen Richtungen die Oberhand gewinnt gegenüber der eigentlich wichtigeren Frage, welches die richtige Politik ist. Was sollte oder könnte denn jetzt geschehen, wenn, was wir alle hoffen, die Nachdenklichkeit über den Tag hinaus anhält? Wir haben, so hoffe ich, eigentlich nicht nur Nachdenklichkeit, sondern Bestürzung. Im Entsetzen darüber, was geschehen ist, und man muss ja entsetzt sein, könnte ein heilsamer Effekt liegen. Was sagen Sie denen, die in diesen Tagen aus mancherlei Gründen davon reden, Politik sei ohnehin ein schmutziges Geschäft? Politik ist kein schmutziges Geschäft. Politik ist die wichtigste Sache, weil es um Gerechtigkeit für den Menschen geht. Wahre Worte, wahre Worte. Aber ob Nachdenken hilft, wo von der Gesellschaftsordnung her nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern der Profit? Der Mensch im Mittelpunkt, das ist eine sozialistische Maxime. Und unsere Sorge um den Menschen ist angewandte Nächstenliebe. In einem kapitalistischen Staat hätte Maxim Gorki nicht sagen können, ein Mensch, wie stolz das klingt. Guten Abend. Thank you.